Hilfe, wir werden verfolgt. Aus diesem Grund verstecken wir uns hier unter dem Tisch. Udin-Din-Dun verfolgt uns! Aber nicht nur Udin-Din-Dun verfolgt uns, sondern auch Ta-Ta-Ta-Sahur. Und Lavaka Satuna Satunita! Das war aber noch nicht alles. Gara Mara Ram ist auch auf dem Weg. Der böse Salzstreuer und der Honigtopf. Wir haben so Angst und deshalb verstecken wir uns unter dem Tisch! Wir werden jetzt zusammen mit euch 40 Minuten lang unsere Drohne starten und alle bekämpfen. Das ist absolut ein Fehler! Leute, schaltet nicht ab, schaut das Video bis zum Ende. Ich werde hier richtig wütend. Und als erstes fangen wir mit dem Schrottplatz an, weil der ganz in der Nähe von unserem Zuhause ist. Wir dürfen keine Zeit verschwenden und starten die Drohne direkt durch unser Dachfenster. 3, 2, 1. Wir sind direkt beim Schrottplatz angekommen und ich bin schon so gespannt, wo sich Lavaka Saturno Saturnita versteckt. Deshalb fliegen wir jetzt den ganzen Schrottplatz mit der Drohne ab und suchen ihn. Ihr könnt es schon erkennen, Leute, hier sind irgendwelche giftigen Fässer und Stoppschilder. Stopp, da darf man eigentlich gar nicht hin, aber Lavaka Saturno Saturnita ist dort. Ihr könnt es sehen, da hinten ist eine Garage. Sollen wir mal mit euch zusammen in diese Garage fliegen? Das sind sogar 3 Garagen. Okay, wir fliegen mit euch in die erste Garage in der Mitte. Nein! Da ist Lavaka Saturno Saturnita. Was macht er denn in der Garage da? Ihr könnt es sehen, Leute, wir hatten recht, die Karte hatte recht, da ist Lavaka. Oh, versteckt er sich da drin oder wieso ist er genau in dieser mittleren Garage? Warte, der ist abgehauen. Vielleicht ist er in die rechte Garage gegangen. Wo ist er hin? Wir müssen hinterher fliegen. Okay, da ist auch niemand mehr. Wo ist der hin? Wo versteckt sich Lavaka? Hier sind 3 Garagen, vielleicht in der ganz außen. Ihr habt ihn doch alle auch gesehen. Zu 100% war er dort in der Garage auf dem Schrottplatz. Ihr könnt es aber sehen, ich habe jetzt alle 3 Garagen abgesucht, aber Lavaka ist einfach wie vom Erdboden verschwunden. Dann muss er irgendwo auf dem Schrottplatz sein und ist nicht mehr in den Garagen. Irgendwo versteckt er sich. Meinst du, der versteckt sich in so einem Müllcontainer? Das kann natürlich sein. Wir fliegen jetzt einfach mit der Drohne die Müllcontainer ab. Ihr könnt es sehen und hier ist auch schon der erste Müllcontainer. Da ist aber wirklich nur Müll drin. Irgendwelche Plastikdosen, Plastikkörbe. Sieht aber auf jeden Fall schön bunt aus für Müll. Hier sind Garagen, die sind aber verschlossen, da kann er sich nicht verstecken. Da ist noch ein Container. Ein riesengroßer Container. Ist da vielleicht nur Müll drin oder Lavaka? Da ist irgendwelches Grünzeug drin. Ja, aber nur so ein kleiner Haufen für so einen großen Container. Guck doch mal den nächsten Container an. Der ist komplett voll mit Grünzeug. Oh mein Gott, aber siehst du Lavaka Saturno Saturnita? Ich sehe ihn nirgendwo und hier ist nur Metallschrott. Ist ja auch nur Müll drin. Ich verstehe das nicht. Wo versteckt er sich? Vielleicht versteckt er sich unter dem Container. Das glaube ich nicht. Wir müssen jetzt Container für Container ganz genau mit der Drohne abfliegen und suchen. Und ihr schaltet nicht ab. Ihr fliegt mit uns. Ihr sucht Lavaka Saturnita. Leute, schaltet nicht ab. Schaut das Video bis zum Ende. Wir sind gerade... Das ist Lavaka Saturno Saturnita. Er versteckt sich wirklich in einem Container. Wie kann das sein? Wieso versteckt er sich vor uns? Warum macht er das? Ich weiß es nicht, aber ausgerechnet nach dem 5. oder 6. Container war er wirklich da. Er ist weg. Wo ist er jetzt hin? Vielleicht ist er in dem ganzen Außencontainer. Da ist er drin. Nee, das ist ein Holz drin. Ich dachte auch, er versteckt sich jetzt einfach in einem anderen Container. Das Gute ist, die Karte hat nicht gelogen. Dank dieser Karte haben wir Lavaka gefunden. Und wo? Auf dem Schrottplatz, wie es ganz genau auf der Karte stand. Ich flieg mal ein bisschen höher, aber ihr könnt schon sehen, Lavaka ist einfach weg. Ja, aber wie kann er denn da rausgehen? Da ist alles abgesperrt. Fällt dir was auf? Keine Person ist hier, das ist ein verlassener Schrottplatz. Ja, natürlich ist er verlassen, weil nur Lavaka dahin geht, weil er dahin geht, wo er verlassen ist. Okay, wir müssen weitersuchen. Leute, ich fliege nochmal zurück zu den Garagen oder wohin soll ich fliegen? Ich weiß es nicht, irgendwo muss er doch dort sein. Wir haben ihn 100%ig gesehen. In den Garagen da hinten war Lavaka drin. Ihr seht die Garagen? Ja, und ganz da hinten in dem Container war er auch. Guck mal, da sind 3 Stühle für 3 Personen, aber ich sehe keine einzige. Niemand sitzt auf den Stühlen, komplett leer. Nicht ein Mensch ist dort. Mein Gott, wo ist Lavaka hin? Ich weiß es nicht, flieg mal da hinten hin. Okay, wir fliegen weiter. Hier sind diese Container, diese Fässer. Da müsste Gift drin sein, deshalb steht da auch Stopp. Und hier sind irgendwelche Folien. Ja, aber da kann man sich doch nicht drin verstecken. Ist ja durchsichtig. Da würden wir Lavaka Saturno Saturnita ja sofort sehen. Aber ihr seht es, Lavaka war hier. Die hat diesen Container umgeworfen. Natürlich. Als er sich versteckt hat im Container, ist er da hingelaufen und hat umgeschmissen. Guckt euch das mal an, was hier ist. Hier sind irgendwelche Gewichte. Was ist das? Verschlossene Boxen. Es ist Müll, einfach Müll auf einem Schrottplatz. Und Lavaka Saturno Saturnita ist auch dort. Wenn Lavaka nicht hier ist, dann ist Lavaka abgehauen und auf dem Weg zum Freibad. Und das Freibad ist genau neben dem Schrottplatz. Ihr könnt es sehen. Wir sind mit der Drohne hier beim Schrottplatz und fliegen den Weg entlang direkt zum Freibad.
Hier seht ihr jetzt auch schon das Freibad. Und es ist riesengroß und vor dem Freibad ist noch ein See und hier ist noch ein Hallenbad. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Gelände. Zum Glück sind wir mit der Drohne dort und suchen jetzt dort in dem Freibad La Vaca Saturna Saturnita. Okay, ich sehe auf jeden Fall schon mal in dem Hallenbad, da sind ganz viele Leute und schwimmen, aber auf unserer Karte haben wir ein Freibad gesehen. Deshalb sind auch Menschen im Hallenbad innen drin, aber draußen habe ich bis jetzt keinen einzigen Menschen gesehen. Okay, und du siehst es hier, die schwimmen, die haben gar keine Angst, als wäre hier nie was passiert. Siehst du doch, das Hallenbad ist ja auch verschlossen. Das ist ein richtiger Kasten. Das bedeutet, wir fliegen jetzt direkt zum Freibad, wo sich La Vaca Saturna Saturnita befinden könnte. Und das Gute ist, das Freibad ist direkt neben dem Hallenbad. Ihr könnt es sehen und hier ist keine einzige Person. Das ist ein verlassenes Freibad. Fällt dir was auf? Erst der verlassene Schrottplatz und jetzt das verlassene Freibad. Und schaut euch mal an, wie schmutzig das Wasser ist. Habt ihr schon mal so ein schmutziges Wasser im Freibad gesehen? Warum ist denn das so schmutzig? Keine Ahnung. Da ist sie! Das ist La Vaca Saturna Saturnita im Wasser. Das kann doch nicht sein, die schwimmt in diesem dreckigen Wasser. Boah, ist das schmutzig. Es ist richtig ekelhaft. Fällt dir was auf? Das stinkt bis hierher. Puh, das stinkt bis hierher. Warte mal, wo ist La Vaca jetzt auf einmal hin? La Vaca Saturna Saturnita kann doch nicht einfach abgehauen sein. Schwimmt die da einfach ihre Bahnen? Weil du weißt ja, das ist ein Saturn, also ein Planet und eine Kuh. Ihr könnt es sehen, das Wasser ist richtig grün und braun. Ich würde da niemals drin schwimmen wollen. Wasser ist doch normalerweise blau. Und guck dir das mal an, auch auf der Wasserrutsche ist niemand. Ist aber eine krasse Rutsche. Die sieht sehr lang und hoch aus. Okay, wir müssen weitersuchen. Die kann ja nicht weit weg sein. Die Karte lügt nicht. Wir haben Saturnita gefunden. Und sie kann doch gar nicht weit weg sein, weil sie gar nicht so weit schwimmen kann. Die Kuh als Saturn-Planeten kann nicht schwimmen, oder? Ja, und eine italienische Stadt ist auch mit. Warum soll sie schwimmen? Gott, ich glaube, hier habe ich sie gesehen. Wo? Hier war sie doch vorhin. Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr sie gesehen? Wenn nicht, spult zurück und helft uns. Okay, ich habe mich geirrt. Ich dachte, da sei sie gewesen. Oh mein Gott, ich dachte gerade. Aber es ist ein guter Indiz. Vielleicht ist sie in das große Becken rein oder in das kleine Becken vom Freibad. Okay, das große Becken haben wir gerade abgeflogen. Ihr seht es, und das kleine Becken auch, aber hier ist niemand. Er muss da sein. Sie war auf jeden Fall da. Wir haben sie doch schwimmen gesehen. Okay, weil wenn sie hier nicht ist, ist sie vielleicht weitergelaufen? vielleicht ist sie hinten bei dem Spielplatz auf dem Freibad. Natürlich, nach dem Schwimmen, was kommt? Der Spaß am Spielplatz. Das macht ihr doch auch immer, wenn ihr geschwommen seid, geht ihr auf den Spielplatz und spielt. Ja, dann fliegen wir jetzt direkt daneben. Da. Wir liegen jetzt einfach dahin, ey. Da ist genau dieser Sportplatz und Spielplatz, den wir gesucht Ihr haben. könnt es erkennen, der ist sogar ein Basketballfeld. Boah, krass, aber fällt auf, es spielt keine einzige Person Basketball. Okay, ich verstehe. Oh mein Gott, da ist La Vaca. Und sie rennt. Direkt vom Freibad den Weg entlang zum Zirkus. Dann fliegen wir jetzt direkt mit unserer Drohne hinterher zum Zirkus. Da ist ja auch schon der Zirkus. Ihr könnt ihn sehen, blau und rot ist er. Wie krass ist das? Und die Karte hat bis jetzt recht behalten. Wir sind jetzt auch hier und hoffen, dass wir La Vaca finden. Aber das Gebiet ist auch wieder sehr groß und ihr könnt es sehen, der Zirkus ist riesig. Egal, hier findet sich irgendwo La Vaca Saturna Saturnita und wir werden sie finden. Mit euch zusammen werden wir sie zu 100%ig finden. Wir suchen sie jetzt beim Zirkus. Aber hier ist niemand. Siehst du irgendwas? Ich sehe niemanden, außer das Zirkuszelt. Wir haben aber auch noch nicht alles abgeflogen. Wir müssen jetzt hier ganz langsam und vorsichtig Stück für Stück abfliegen. Mit euch zusammen da draußen. Zum Glück seid ihr da und schaltet auf gar keinen Fall ab. Weil ihr seid unsere Hilfe, wenn ihr das Video bis zum Ende schaut. Okay, neben dem Zirkus ist niemand, aber auf dem Zirkusdach ist auch niemand. Ja, aber vielleicht da bei diesen ganzen Aufbauten. Da, schau mal, was das Weißt du, ist. neben denen hier, wo diese ganzen kleinen Zelte sind? Ja, genau, kleine Zelte neben dem großen Zelt vom Zirkus. Dann fliegen wir das Ganze jetzt mit euch da draußen zusammen ab. Da ist La Vaca Saturna Saturnita. Da ist sie wirklich bei dem Zelt, bei dem kleinen Zelt. Du hattest recht und ihr da draußen habt auch recht. Was macht ihr hier? Ich habe keine Ahnung. Ihr seht ja gerade, was die hier macht. Es ist einfach nur heftig. Die geht immer von Ort zu Ort und versteckt sich. Ich bin so froh, dass ihr noch dieses Video schaut und dass die Karte recht hat. Und jeder, der am Anfang eingeschaltet hat, ihr habt die Karte gesehen. Jeder Punkt hat bis jetzt gestimmt. Und wir sind erst bei Punkt 3. Ein Punkt kommt noch. Und der schlimmste Punkt kommt noch. Punkt 4, der Freizeitpark. Ich bin schon so gespannt. Okay, wir dürfen aber jetzt nicht aufpassen. Wir dürfen die Konzentration nicht verlieren. Wir müssen weiterfliegen. Wir suchen La Vaca Saturna Saturnita. Weil du siehst doch ganz genau, da sind noch viele andere kleine Zelte und Wohnungen. Überall kann sich La Vaca Saturnita verstecken. Wir fliegen alles und jeden einzelnen Punkt mit euch da draußen zusammen ab. Aber das Gute ist, wir wissen, dass sie auf jeden Fall schon mal da beim Zirkus war. Und wenn sie beim Zirkus war, kann sie auch nicht weit weg sein. Oder ist sie vielleicht schon zum Freizeitpark gelaufen? Das Gute ist, sie kann nicht fliegen. Sie kann nur laufen mit ihren dicken, großen Füßen. Was ist
ist, wenn sie in diesen Zug eingestiegen ist? Natürlich, vielleicht ist sie damit auf dem Weg woanders hin. Oder sie will in den Zug einsteigen. Leute, wir fliegen mal den Zug ab. Vielleicht finden wir sie dann. Die passt doch gar nicht rein. Es ist immer noch ein Planet und eine Kuh. Du hast recht, und da ist jemand. Da ist jemand. Das sind normale Menschen. Du hast recht, ich dachte schon, das wäre Lavaka, Saturna, Saturnita, aber das ist nur ein Fußgänger, der aus dem Zug ausgestiegen ist. Sie kann dort gar nicht sein, weil dort Menschen sind. Du weißt doch, beim Zirkus waren keine Menschen. Sie ist immer nur dort, wo es verlassen ist. Dann fliegen wir zusammen mit euch zurück zum Zirkus und hoffen, dass wir da Lavaka finden beim Zirkus. Weil er ja verlassen ist. Oh, was passiert in dem Zirkus? Der Zirkus ist weg. Habt ihr das gesehen? Spult mal zurück. Der Zirkus war doch gerade noch über uns zu sehen. Wo ist er hin? Wo ist der jetzt auf einmal hin? Der ist weg. Guckt euch das an. Weißt du, was das bedeutet, wenn der Zirkus weg ist? Dann muss er vom Zirkus direkt den Weg entlang zum Freizeitpark gelaufen sein. Das ist der letzte Ort, wo Lavaka, Saturno, Saturnita gesehen wurde. Er fährt im Freizeitpark Riesenrad. Schaut euch mal an, wie groß dieser Freizeitpark ist. Da kann sich Lavaka, Saturno, Saturnita überall verstecken. Das ist der 4. Punkt auf dieser Karte. Und das ist das größte Gebiet, was wir je abgeflogen sind. Okay, wir sind hier auch schon bei der ersten Attraktion. Irgendwas Gruseliges ist das mit 3 Fragezeichen. Da kann man sich normalerweise hinsetzen, aber wie du siehst, siehst du nichts. Es ist überhaupt kein Mensch dort. Okay, Da ist niemand in diesem Freizeitpark. das ist auch ein verlassener Freizeitpark. Sonst würde doch jemand damit fahren gerade. Und der Zug ist davor. Da ist eine Polizei. Was macht denn ein Polizeiauto dort? Vielleicht sucht das Polizeiauto Lavaka, Saturno, Saturnita. Nicht nur wir suchen, sondern auch die Polizei? Okay, das bedeutet, in diesem Freizeitpark ist kein Mensch, nur ein Polizeiauto. Und wir fahren am besten jetzt der Polizei mal hinterher mit der Drohne. Die Polizei weiß nämlich vielleicht, wo sich Lavaka befindet. Aber das Problem ist, das Gebiet ist so groß, da kann sich Lavaka, Saturna, Saturnita überall verstecken. Ist dir was aufgefallen? In dem Zirkus vorhin, da war auch keine Person, der war auch komplett verlassen. Dann ist das bis auf die Polizei ein verlassener Freizeitpark. Warte mal, Leute, habt ihr das gerade gesehen? Ich glaube, die Polizei hat da einen Hinweis hinterlassen. Links in dem Gebäude ist irgendjemand. Echt? Da müssen wir unbedingt hinfliegen und nachschauen. Ich dreh um. Lass die Polizei ruhig weiterfahren. Wir gucken mal hier in dieses gruselige Gebäude mit einem Labyrinth davor. Das Haus sieht ja richtig gruselig und komisch aus. Ich glaube, da fliegen wir jetzt einfach mal rein. Vielleicht befindet sich ja dort irgendwo Lavaka. Aber vorsichtig reinfliegen. Okay, wir fliegen ganz vorsichtig mit euch da draußen rein. Da ist Lavaka. An der Türe, ganz hinten. Ihr seht es. Was macht die da? Die geht in das Haus rein. Das bedeutet, vielleicht wohnt hier Lavaka, Saturno, Saturnita. Nein, wir haben das zu Hause gefunden. Aber was machen wir denn jetzt, wenn sie ins Haus reingegangen ist? Ja, wir könnten entweder das Haus von außen abfliegen oder wir riskieren es und fliegen mit unserer Drohne in das Haus rein. Mit der Drohne ins Haus reinfliegen. Dann fliegen wir jetzt mit der Drohne in das Haus für euch rein. Schaut euch mal an, wie gruselig das aussieht. Da musst du aber wirklich aufpassen. Da darf die Drohne auf keinen Fall abstürzen. Ich habe irgendwie Angst. Das sieht richtig spooky aus. Aber du hast recht, das könnte wirklich das Versteck und Zuhause von Lavaka, Saturna, Saturnita sein. Schau dir das mal an. Natürlich, das sieht aus wie ein Labor. Schon der Eingang alleine und diese mystischen Personen. Natürlich, Riesenfüße, ein Planet und eine Kuh. Wie soll es denn normalerweise zusammengehen? Vielleicht ist das Zuhause von Lavaka, wo sie geboren wurde. Und es sind die Zeichnungen von ihr. Gott, ihr könnt Schau es doch sehen. mal! Ihr seht es wirklich, so hat sie ausgesehen. Ja, das war der Prototyp davor. Das heißt, irgendeine Person hat diese Kreatur Lavaka, Saturno, Saturnita geboren. So wie Frankenstein. Und genau dort wurde sie geboren, in diesem Haus, in ihrem Versteck. Zum Glück seid ihr noch da, schaltet auf gar keinen Fall ab. Dieses Video wird noch richtig spannend. Das bedeutet, wir sind die Ersten, die das jemals sehen, wo Lavaka herkommt. Aus diesem Grund abonniert unseren Kanal. Abonniert ist komplett kostenlos auf YouTube. Und ihr bleibt jetzt hoffentlich bis zum Schluss dran. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt wird's richtig gruselig in diesem Gruselhaus. Schaut euch mal an, wie hoch die Wände gerade waren. Und Die sind so hoch. Und was ist das hier? Ein Bücherregal und irgendwelche komischen Gerätschaften. Sieht aber irgendwie auch aus wie ein alter Kühlschrank. Glaube ich nicht, da geht nämlich ein Schlauch raus. Ja, natürlich, für die Gase. Leute, das Labor von Lavaka, Saturnita, Saturno. Das ist wahrscheinlich die Zeitmaschine, mit der sie durch die Zeit reist. Nein, durchs Universum. Und dann deswegen ist sie hier bei uns. Deswegen ist Lavaka, Saturno, Saturnita hier. Saturno ist wie Saturn. Lasst uns abhauen, Freunde. Lasst uns bitte abhauen. Es ist viel zu gruselig. Ich habe Angst. Wir müssen unsere Drohne retten und Wir rausfliegen. fliegen mit euch in ein Haus. Saturno, Saturnita. Wir überwachen heute Ding Ding Dun mit unserer Drohne. Wir werden heute aber auch noch Tatatahu überwachen.
Außerdem wissen wir aus sicherer Quelle, dass sich Garamara Ram auch dort befindet. Das ist doch ein Salzstreuer und ein Honigtopf. Aber der böse Lavaka Saturno Saturnita will den drei etwas antun. Deswegen werden wir heute alle von diesen mit der Drohne überwachen. Schaltet nicht ab, schaut das Video bis zum Ende und wir starten zusammen mit euch jetzt unsere Drohne. Wir sind jetzt bei dem Parkplatz, wo Udin Din Dun und Tata Tassahur das letzte Mal gesehen wurden. Und ihr kennt die Orange mit dem Gesicht und den dicken Das Armen. sieht aus wie ein Bodybuilder, aber wir fliegen jetzt mal mit euch zusammen direkt zu diesem grünen Haus da hinten. Da ist er! Das ist Udin Din Dun, ihr seht ihn, es ist die Orange. Oh mein Gott, wirklich die Orange mit dem Gesicht und den dicken Armen. Und wie stark er ist, ihr habt es gesehen, er ist ein richtiger Muskelmann. Der sieht richtig super gefährlich aus. Wo ist er hingelaufen? Hast du gesehen, wo er hingelaufen ist? Vielleicht da hinten in dieses grüne Gebäude rein. Das bedeutet, wir fliegen jetzt mit unserer Drohne zu diesem Gebäude und gucken mit der Drohne in das Haus rein. Ich habe noch nie ein grünes Haus gesehen. Ich auch nicht, man guckt dir das mal an, aber da ist keiner. Ich sehe keine Orange. Und so viele Fenster hat das Haus. Wir fliegen mal auf die andere Seite und gucken mal, ob wir von der anderen Seite reinkommen. Da kann er sich versteckt haben, auf der anderen Seite dieses grüne Haus. Okay, wir müssen auch eine Orange Ausschau halten. Udin Din Dun, eine muskulöse Orange. Warum macht die da? Warum ist sie da? Ich sehe aber niemanden und die Türen sind alle zu, da ist keiner. Wenn er da nicht ist, dann müssen wir weiterfliegen. Leute, ihr habt es ja gesehen, wir haben Udin Din Dun direkt gefunden und jetzt suchen wir noch Tata Tassahur. Aber was ist mit dem Parkplatz los? Das sind überhaupt keine Autos. Ihr wisst es ja, immer wenn keine Menschen und Autos da sind, kommen die Leute zu uns. Da ist Garamara Ram. Oh mein Gott, es ist der Salzstreuer und der Honig. Leute, wo ist der hin? Der Salzstreuer und der Honigtopf. Garamara Ram. Aber du hast gesehen, die sind so klein. Wo sollen die denn hin sein? Das war ein Salzstreuer, der aussieht wie ein Mensch und ein Honigtopf, der aussieht wie ein Mensch. Aber die können nicht so weit laufen. Da können wir doch mit der Drohne hinterher fliegen. Vielleicht sind die hier in dieses verlassene Gebäude geflogen. Oh nein, wirklich? Das ist ein verlassenes Gebäude? Ihr seht es, guckt es euch mal an. Hier sind alle Wände rausgerissen. Das ist eine Ruine. Als hätte Udin Din Dun dieses Gebäude zerstört mit seinen Muskeln. Alles kaputt gemacht durch die Orange. Okay, aber wo ist Garamara Ram hin? Wo sind die denn jetzt auf einmal alle hin? Vor allem der Name Garamara Ram ist voll schwer auszusprechen. Natürlich, deswegen verstecken die sich alle in diesem kaputten Haus. Meinst du, wir sollen mal in diese Halle reinfliegen? Das ist eine verlassene Halle. Da müssen wir unbedingt mit der Drohne reinfliegen. Aber sei vorsichtig, du darfst auf keinen Fall die Drohne verlieren. Für euch da draußen machen wir es aus diesem Grund. Abonniert jetzt unseren Kanal und lasst ein Like. Der Abonnieren ist komplett kostenlos. Einfach jetzt Cameron und Flexi abonnieren und ihr seid glücklich. Und wir fliegen mit euch jetzt hier rein in diese Halle. Oh mein Gott! Da ist er! Tassahur! Warum ist er auf einmal dort? Wer ist das? Eine Teekanne? Ich hab die noch nie gesehen. Ich hab die noch nie gesehen. Die ist in die Halle gerannt. Sollen wir in die Halle fliegen? Dann fliegen wir absolut jetzt sofort hinterher. Wir haben aber eine Drohne. Wir müssen aufpassen, dass wir nirgendwo anstoßen. Da ist die Tür offen. Da ist er rausgerannt. Da ist er reingekommen. Ist da über diese Tür Tassahur reingekommen? Oder rausgerannt. Schau mal hier, Leute, da ist noch eine Tür, aber die Tür ist verschlossen. Ja eben, deshalb er ist durch das Gebäude gegangen und ist durch die Tür reingekommen. Und guckt es mal an, hier ist Wasser auf dem Boden. Das heißt, es regnet durchs Dach rein. Wie kann da Wasser überhaupt in einem Gebäude sein? Okay, lasst mal kurz überlegen. Wir haben Udin Din Dun gesehen und Tata Tassahur und Garamara Ram. Treffen die sich alle dort in diesem Gebäude oder wie? Ich weiß es nicht. Es fehlt aber noch Lavaka. Ihr kennt doch alle die Kuh Lavaka. Lavaka, Saturna, Saturnita. Okay, wir müssen jetzt diese Halle absuchen. Mit euch zusammen. Zum Glück seid ihr da. Bitte schaltet auf gar keinen Fall ab. Ich freue mich so. Ich bin so gespannt, was noch alles passieren wird. Da hinten ist die dunkle Garage. Ihr seht, jetzt sollen wir da mal hinfliegen in diese dunkle Garage. Aber du weißt schon, dass du mit der Drohne in einem Gebäude bist. Du musst sehr Oh mein Gott! Ja! Das ist Udin Din Dun. Ihr seht, das in dieser verlassenen Halle ist Udin Din Dun. Ich hab dir gesagt, die treffen sich alle in diesem Gebäude. Der ist weggelaufen. Freunde, Udin Din Dun ist jetzt einfach abgehauen. Und wo ist er hin? Wir fliegen jetzt mal die ganze Halle mit euch zusammen ab. Natürlich ist er abgehauen durch die offene Türe. Meinst du zurück? Natürlich, durch die offene Tür. Das heißt, wir fliegen jetzt wieder zurück aus der Halle raus, Leute. Und ihr haltet die Augen offen nach irgendeinen der 3 Leute, die wir bereits gesehen haben. Die haben sich alle in dieser Halle getroffen und sind abgehauen durch die Türe. Ihr seht es, ich fliege gerade ganz vorsichtig in diesen Gang hier rein und hoffentlich finden wir da jemand in diesem... Da ist er! Tata Tassahur! Ihr seht es, Tata Tassahur, das ist diese Tee- oder Kaffeekanne. Nicht Sahur, sondern Tata Tassahur.
Oh mein Gott, er ist abgehauen. Wir fliegen weiter. Leute, er ist gerade außen rausgerannt. Und da vorne ist genau diese Tür, die offen ist. Okay, wir müssen aber hier raus. Ich muss aufpassen. Ich darf nirgendwo anstoßen. Es ist alles ganz gefährlich hier. Mit der Drohne muss man ganz vorsichtig fliegen, weil es gibt ja keine Aus- und Eingänge. Es ist eine kaputte Halle. Wir fliegen wieder raus. Leute, wir müssen rausfliegen. Ich will unbedingt Lavaka, Saturno, Saturnita noch sehen. Dann fliegen wir jetzt genau hier durch diese Türe raus. Oh mein Gott, das Video hat erst gerade angefangen und wir haben schon so viele Leute hier gesehen. Wir dürfen auf gar keinen Fall abschalten. Das Video geht ganze 24 Minuten. Aber Lavaka, Saturno, Saturnita müssen wir unbedingt auch noch finden. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran und schaut das Video bis zum Ende. Ihr habt ihn gehört, er hat sowas von recht und wir fliegen jetzt zusammen mit euch hier in diese Umkleide, diese verlassene. Aber merkst du was? Es wird immer enger und schmaler. Du musst unbedingt... Da ist er! Nein, nein! Garamararam, Garamararam! Oh nein, was macht der denn da? Garamara, der Salzstreuer und der Honigtopf sind jetzt beste Freunde? Ist es eine Person oder sind es zwei Ich Personen? glaube, das sind zwei Personen, aber die teilen sich einen Namen. Salz und Honig? Garamararam, Salz und Honig passt doch gar nicht. Das passt überhaupt nicht. Salz und Pfeffer vielleicht, aber Salz und Honig? Okay, die sind aber auch weg. Leute, vielleicht sind die auf der anderen Seite vom Gebäude. Sollen wir mal um dieses Gebäude fliegen? Willst du mir sagen, dass diese ganzen Personen alle dieses Gebäude kaputt gemacht haben? Weil ihr seht es ist alles Schrott, es ist alles Schutt und Asche. Ich verstehe auch nicht. Wir fliegen auf jeden Fall weiter und schaltet nicht ab, Leute. Wohin fliegen wir denn jetzt? Auf die andere Seite, aber ihr haltet die Augen offen, ob hier irgendjemand seht. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da. Wir schauen hier und schauen, dass uns nichts passiert und dass euch nichts passiert. Und wir haben ganz viel Drohnenakku. Das heißt, wir können noch ganz, ganz lange mit unserer Drohne fliegen. Was ist das denn? Hier ist einfach alles voller Grünzeug. Und alles voller Wasser. Und hier ist ein Loch auf dem Boden. Seht ihr das Loch da unten? Da ist ja ein richtiges Loch im Boden drin, nicht auf dem Boden, im Boden drin. Soll ich mal näher fliegen? Ich will nicht wissen, was da drin ist. Wir fliegen näher. Ich will unbedingt mal mit der Drohne reingucken, ob wir was sehen. Bitte nicht, lass alle 5 Grad sein. Da ist Wasser. Da ist einfach Wasser. Wie kann denn Wasser im Boden sein? Das heißt, wir haben erst Wasser in der Halle auf dem Boden und jetzt haben wir im Boden Wasser. Aber du schau doch mal, wie tief es da runter geht. Unglaublich tief. Da war aber niemand. Wenn da keiner war, dann fliegen wir weiter. Wir suchen Udindindun, Tatatasahur. Wo gibt es denn so etwas, dass ein Loch so tief runtergeht, dass da Wasser rauskommt? Nur in der Wüste. Und bei den Ninja Turtles. Ihr kennt doch die Ninja Turtles. Die leben natürlich auch in der Kanalisation, aber es gibt sonst nur in der Wüste. Schau dir mal dieses Gebäude an. Das sieht richtig schön aus. Das sieht aus wie ein Hauptquartier. Eher wie ein UFO. Sollen wir mal ein bisschen näher ranfliegen mit euch zusammen da draußen? Wir schauen jetzt mal, wer in dem Gebäude drin ist. Wir fliegen da mit euch jetzt zusammen hin. Ah! Lavaka, Saturno, Saturnita. Endlich haben wir ihn gefunden. Was? Da ist die Kuh. Was macht die Kuh da? Habt ihr das gesehen? Was hat Lavaka, Saturno, Saturnita da gemacht? Ich habe keine Ahnung, aber siehst du mal, da ist sie dort mit dem guten Gebäude. Alle anderen waren im kaputten Gebäude. Wir fliegen mal ein bisschen höher. Wir schauen uns dieses Gebäude mal von oben an, weil guckt euch das mal an, wie das aussieht. Und wie tief es da runter geht, ihr könnt es sehen. Schaut mal Leute, wie tief es da runter geht. Das sieht aus wie die Hauptzentrale von Italian Brainrot. Da ist bestimmt irgendwo ein Labor drin und irgendwelche Leute und der Chef ist hier auch bestimmt drin. Und dann willst du sagen, die werden alle dort gezüchtet? Ich glaube ja, wir haben es ja gerade gesehen. Lavaka, Saturno, Saturnita war hier und nebenan Maudindindun. Dann ist Lavaka der Chef, weil der war im Gebäude drin und alle anderen im kaputten Gebäude. Stimmt, Lavaka stand oben auf der Terrasse von dem schönen und neuen Gebäude. Als wie wenn er alles überblicken könnte, als wie wenn er nach allen anderen geschaut hat. Und schaut euch mal an, wie das hoch das Gebäude ist. Da kann er natürlich über die ganze Stadt alles im Blick behalten. Das ist echt ein schönes Dach, oder nicht? Ich schau mal, ob wir auf dem Dach irgendwo eine Möglichkeit haben, in das Gebäude reinzufliegen mit unserer Drohne. Ich hoffe, da passiert nichts. Du musst aufpassen, dass du die Drohne auch richtig steuerst. Da ist aber keine Öffnung. Ich sehe leider keine Öffnung. Ohne Öffnung können wir mit unserer Drohne nicht in das Haus rein. Ihr könnt es sehen, auf dem Dach ist alles verschlossen. Man kann mit der Drohne nicht reinfliegen. Das bedeutet, wir fliegen jetzt einfach mal um das Gebäude und schauen, ob wir da reinkommen. Vielleicht finden wir irgendein Loch, irgendein offenes Fenster, irgendeine offene Tür, wo wir mit der Drohne reinfliegen können. Oder wir fliegen zum Haupteingang und hoffen, dass der Haupteingang offen ist. Aber schau noch mal, wie groß das Gebäude ist. Ihr seht es, Leute, das ist alles echt, was wir hier machen. Wir fliegen hier gerade wirklich mit der Drohne das Gebäude ab. Das ist ja nicht nur ein Turm, das sind mindestens 5 Türme. Und da unten sind irgendwelche Kugeln, 6 runde Kugeln, ihr seht es. Was machen die denn überhaupt dort, diese Kugeln? Ich sag dir eins, unter diesen Kugeln ist wahrscheinlich das Labor. Denkst du, dann fliegen wir jetzt mit der Drohne in die Kugel rein? Fliegen! Lavaka, Saturno, Saturnita und Udindindun. Was machen die denn dort? Beide sind da, Lavaka, Saturno, Saturnita. Streiten die sich? Die sind abgehauen.
Ich glaube, die haben sich gestritten. Hast du gesehen, was damit passiert ist? Die haben sich gestritten. Warte, die sind abgehauen. Labaka Satunita ist abgehauen. Unsere Drohne ist in der Luft und da unten ist auch schon Cocomelon. Aber wohin läuft denn Cocomelon? Einfach geradeaus? Sie haut natürlich ab, weil Tung 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 Sahur sie verfolgt. Deshalb muss er unbedingt schnell wegrennen, dieser Cocomelon. Und schaut ihn euch an, er ist richtig gut drauf, als würde er gar nicht wissen, dass Tung 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 Sahur hinter ihm ist. Er kann es ja auch gar nicht wissen, weil er Tung 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 Sahur gar nicht gesehen hat. Wir zwei wissen es und ihr da draußen wisst es auch. Ihr habt es ja gerade gesehen. Tung 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 Sahur verfolgt Cocomelon. Und schau noch, er bleibt einfach stehen, weil Cocomelon weiß es nicht, dass Tung 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 Sahur ihn verfolgt. Er hat jetzt gerade das Gras berührt. Das Gras ist nämlich genauso grün wie die Wassermelone Cocomelon. Aber er weiß nicht, dass hinter ihm Tung 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 Sahur vielleicht sein könnte. Aus diesem Grund schaltet auf gar keinen Fall ab und schaut das Video bis zum Schluss mit uns. Wir brauchen deine Hilfe da draußen. Unbedingt, weil so können wir Cocomelon retten. Cocomelon fängt an zu rennen. Oh mein Gott, hat er vielleicht Tung 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 Sahur gesehen? Wir wissen es nicht, aber schaut es euch mal an. Er geht zum Auto. Was macht er denn jetzt bei dem Auto? Das parkt ja da einfach nur. Und das Fenster ist offen. Denkst du, er will da einsteigen? Er hat doch, er macht die Tür auf. Die Tür ist einfach offen. Das Auto ist nicht abgesperrt. Will er vielleicht mit dem Auto wegfahren? Ja, er wollte gerade einsteigen, aber er passt nicht rein, weil sein Hintern so groß ist. Ach natürlich, Cocomelon ist ja wie eine Melone. So rund und groß. Wir bleiben dran, Leute. Cocomelon läuft nämlich weiter, aber wir dürfen nicht vergessen, Tung 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 Sahur ist hinter ihm. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass Cocomelon sich irgendwo verstecken muss. Und ihr seid aufmerksam und schaut weiter unsere Videos hier. Hey, das sieht doch nach einem guten Versteck aus, oder? Denkst du, der geht hier rein? Das wäre eine gute Idee, bitte. Er macht die Tür auf. Cocomelon geht jetzt in dieses Grundstück. Weil das sieht aus an einem Top-Versteck gegen Tung 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 Sahur. Und er macht die Tür zu, sodass Tung 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 Sahur nicht rein kann. So weiß auch gar nicht, dass er da drin ist. Warte mal, der Wo ist er? versteckt sich gerade vor uns. Für uns? Ja, oder? Nee. Ah nein, er versteckt sich natürlich vor Tung 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 Sahur. Unsere Drohne hat er zum Glück noch nicht entdeckt. Ich glaube eher, dass Cocomelon irgendwas auf dem Boden sucht. Ach, der sucht irgendwas. So scheint es aus. Guck mal, er hat diese Planke rumgeworfen. Hat er es jetzt vielleicht gefunden mit uns zusammen? Ich glaube nicht. Er läuft weiter. Was macht Cocomelon da? Ich weiß nicht, schau mal, er läuft ja jetzt über diesen Anhänger. Okay, was macht er da? Oh mein, bitte nicht runterfallen. Er balanciert. Er jongliert. Er darf nicht runterfallen. Aufpassen. Runter! Gegen die Wand. Er ist gegen die Wand gelaufen. Aua. Habt ihr das gesehen? Cocomelon ist einfach gegen diese Tor oder diese Wand gelaufen. Oh, schaut euch mal sein Gesicht an. Da sind irgendwelche schmutzigen Flecken auf seinem Gesicht. Oh mein Gott, nur weil er gegen die Wand gelaufen ist. Oh, was macht er mit den Autoreifen? Und in den Autoreifen ist Wasser drin. Ich dachte immer, da ist Luft drin. Will er sich da drin vielleicht verstecken? In diesen Autoreifenturm? Wir fliegen weiter und beobachten weiterhin mit euch zusammen Cocomelon. Ich bin gespannt, was er macht. Weil wir müssen aufpassen. Irgendwo könnte noch Tung 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 Sahur sein. Bis jetzt habe ich Tung Tung Sahur noch nicht gesehen. Ja, Gott sei Dank ist er nicht da. Okay, wir schauen weiter. Aber was macht Cocomelon da? Trinkt er etwa aus dem Wasserreifen? Wie du es gesagt hast. Du hast gesagt, da ist Wasser im Reifen und er hatte Durst und jetzt trinkt er einfach das Reifenwasser. Oh mein Gott, er hat den Reifen gerade auf den Wasserbehälter geschmissen. Da wollte ich gerade sagen, da ist ja noch viel mehr Wasser. Aber warte mal, eine Wassermelone besteht zu 90% aus Wasser und Cocomelon ist eine Wassermelone. Sie hat Angst, dass sie austrocknet. Sie braucht unbedingt Wasser. Nein, er hat gerade das Wasser umgeschmissen. Er braucht gar kein Wasser, weil er schon zu viel Wasser hat. Natürlich, aber dann muss er unbedingt von diesem ganzen Wasser weiterlaufen. Okay, wir schauen mal, was Cocomelon noch so vorhat in diesem Video. Ich bin schon richtig gespannt. Ihr bleibt auf jeden Fall dran und schaut das Video bis zum Ende. Ich hoffe natürlich nicht, dass Tung 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 Sahur noch kommt. Hast du es gesehen? Der hat einfach das Fahrrad umgeschmissen. Da ist überhaupt ein Fahrrad. Was macht überhaupt ein Fahrrad da? Sag mir jetzt nicht, dass Cocomelon gleich Fahrrad fahren geht. Damit wäre Cocomelon viel, viel schneller als mit den Beinen, als zu Fuß. Und du siehst es, er hat sich auf das Fahrrad gesetzt. Habt ihr schon mal eine Wassermelone gesehen, die Fahrrad fährt? Aber umso besser, damit kann er viel schneller abhauen. Ey, ich bin so froh, dass wir Cocomelon in echt hier sehen. Habt ihr schon mal eine echte Cocomelon gesehen? Aber sei mal ehrlich, er fährt sehr, sehr langsam mit dem Fahrrad. Da war er zu Fuß eigentlich schneller. Warte mal, wir kriegen einen Anruf. Der echte Baby JJ ruft uns an, ich kann's kaum glauben. Wir heben ab und schauen, was er uns zu sagen hat. Hallo Baby JJ, wie geht's dir?
Okay, du sagst also, dass Tung 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 Sahur gleich bei Cocomelon ist? Er hat aufgelegt, Baby JJ hat aufgelegt. Habt ihr gehört, was er gerade gesagt hat? Oh mein Gott, ich habe so Angst um Cocomelon. Ihr habt es gehört, Tung 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 Sahur ist genau da, wo Cocomelon ist. Wir haben ja die ganze Zeit gerade Cocomelon beobachtet, aber Tung 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 Sahur nicht gesehen. Aber jetzt ist gleich Tung 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 Sahur da. Baby JJ hat es genau gesagt. Er ist wirklich gleich dort, wo Cocomelon ist. Und genau da, wo unsere Drohne in der Luft ist. Sie ist noch in der Luft. Wir müssen sofort zurück und die Drohne überwachen. Ihr habt gerade Baby JJ gehört. Tung 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 Sahur ist gleich bei Cocomelon. Er weiß ganz genau, wo Cocomelon ist. Obwohl er sich da hinten versteckt, weiß Tung 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 Sahur, wo er ist. Und was macht Cocomelon? Cocomelon macht sich's gemütlich auf dem Sofa und geht schlafen? Natürlich, er ruht sich jetzt aus, weil er denkt, dass Tung 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 Sahur gar nicht wissen kann, wo er ist. Okay, wir fliegen mal ein bisschen näher. Hoffentlich entdeckt uns Cocomelon nicht und hoffentlich kommt auch Tung 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 Sahur nicht. Aber Baby J hat es am Telefon gesagt, er muss gleich da sein. Was passiert hier? Nein! Schaut es euch an! Was? Die Wassermelone läuft aus! Wieso? Cocomelon läuft aus, ihr seht es! Warum das denn? Ja, ist ja natürlich klar! Die Cocomelon Wassermelone ist rot innen! Und ich weiß warum, weil sie Angst hat! Cocomelon hat Angst vor Tung 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 Sahur! Gesehen? Tung Tung Sahur! Oh nein, sie kämpfen! Tung 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 Sahur greift gerade Cocomelon an! Oh nein, jetzt schlägt er zurück! Ihr habt's gesehen, Leute! Cocomelon hat Tung 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 Sahur vertrieben! Oh nein, was ist jetzt passiert? Cocomelon setzt sich einfach hin, weil wahrscheinlich Tung 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 Sahur abgehauen ist. Baby J hatte recht! Tung 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 Sahur ist direkt da, wo Cocomelon ist! Sie haben gegeneinander gekämpft! Und du weißt ja, Baby JJ und Cocomelon sind die besten Freunde. Und schau mal jetzt, was Cocomelon macht. Ist er nicht traurig? Er ist wirklich traurig. Er hat Angst, glaube ich. Er wälzt sich einfach im Gras. Er hat Angst. Natürlich, er musste auch gerade gegen Tung 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 Sahur kämpfen und Cocomelon mag es nicht zu kämpfen. Und Tung 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 Sahur ist sehr, sehr böse. Und Cocomelon ist so nett und lieb. Ich liebe Cocomelon und ihr liebt doch auch alle Cocomelon. Jeder kennt Cocomelon. Mann, es ist die Wassermelone mit dem Gesicht und macht immer Freude. Okay, wir fliegen weiter. Vielleicht kommt Tung 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 nochmal zurück. Ich hoffe es natürlich nicht und ich... Was ist? Ich bin mit der Drohne in den Baum geflogen und unsere Drohne ist Rückwärts. jetzt kaputt. Die ist einfach abgestürzt. Was machen wir denn jetzt? Jetzt können wir ja nicht mehr fliegen. Warte, Cocomelon sieht sie. Hilfst du uns? Nein, ich starte lieber. Oh mein Leute, Gott. das bedeutet, Cocomelon weiß jetzt, dass wir mit der Drohne ihn beobachten. Ist doch normal. Er hat uns die Drohne vom Baum gehoben. Und guck mal, er freut sich. Er freut sich. Er nimmt den Stuhl und will uns den Platz anbieten. Hey, Cocomelon. Oh! Du sagst, er freut sich. Ich dachte, er will uns den Stuhl zum Hinsetzen anbieten, aber er wirft den Stuhl gegen unsere Drohne. Und es war richtig knapp. Fast hätte der Stuhl unsere Drohne getroffen. Warte mal, vielleicht ist Cocomelon sauer und böse wegen Tung 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 Sahur. Vielleicht denkt er auch, wir sind mit Tung 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 Sahur unter einer Decke. Das sind wir natürlich nicht. Wir mögen Tung 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 Sahur auch nicht. Wir lieben Cocomelon. Wir wollen ja unbedingt mit diesem Video Cocomelon kämpfen. Nein! Was geht denn jetzt da, Leute? Oh nein, er wird wütend. Tung 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 Sahur kämpft gerade mit Cocomelon und er ist abgehauen. Die Frage ist, wer gewinnt bei dem Kampf? Ihr seht es, Cocomelon ist abgehauen. Oh nein, ist er weg? Er kommt zurück. Und wo ist Sahur? Ich habe keine Ahnung, ihr habt aber gesehen, Sahur hat gerade mit dem Baseballschläger Cocomelon angegriffen. Aber Cocomelon war nicht schwach, sondern auch stark und er hat ihn in die Flucht geschlagen. Ihr seht es, wie stark Cocomelon ist. Er kann das ganze Sofa hochheben. Das kann ja nicht mal ich. Ich kann hier das Sofa nicht hochheben. Oh mein Gott, Cocomelon ist also nicht nur lieb, sondern auch noch stark. Das wusste ich auch nicht. Und Sahur hat überhaupt keine Chance mehr. Wir verfolgen weiter Cocomelon mit der Drohne. Ich bin so gespannt und so hoffentlich finden wir auch noch Tung 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 Sahur. Die Frage ist, was hat Cocomelon mit dem Sofa vor? Okay, ich weiß es nicht. Das hat auf jeden Fall drauf geschlafen. Aber vielleicht will er damit
irgendeine Barrikade bauen. Ich glaube, er macht hier irgendwelche Übungen. Schaut es euch mal an, das macht ihm Spaß. Er will trainieren vielleicht gegen Tung 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 Sahur. Aber er ist ja schon stark. Er ist ja schon stärker als Tung 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 Sahur. Vielleicht will er einfach noch stärker werden. Schau mal, ja, er will noch stärker werden. Er will unbedingt gewinnen gegen Tung 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 Sahur. Und er freut sich, er ist wirklich glücklich, dass er Tung 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 Sahur zum zweiten Mal vertrieben hat. Ja, er hatte erst Angst. Und jetzt ist er richtig gut drauf, weil er gewinnen kann. Er freut sich so sehr, dass er auf dem Boden liegt und sich hin und her rollt. Und ihr seht sein Gesicht, er ist wirklich gut drauf. Es klingelt an der Tür. Warum? Ich weiß es nicht. Wir dürfen auf gar keinen Fall öffnen. Was ist, wenn es der böse Tung 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 Sahur ist? Was ist aber, wenn es Cocomelon ist? Wir müssen die Tür öffnen. Das kann gar nicht sein. Wir haben doch gerade Cocomelon auf der Drohne dort hinten gesehen. Du hast recht und wir haben Tung 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 Sahur schon lange nicht mehr auf der Drohne gesehen. Und der steht genau vor unserer Türe. Ihr hört es doch, der hört nicht auf mit Klingeln, aber wir müssen für euch da draußen auf jeden Fall jetzt die Tür öffnen. Aber ich habe Angst, wir dürfen die Tür auf keinen Fall öffnen. Okay, ihr lasst jetzt ein Like da und abonniert unseren Kanal und wir öffnen die Tür für euch. Aber ganz vorsichtig, da ist eine Schatzkiste. Ich glaube es nicht, Leute, was ist da drin? Wer hat es denn vor unsere Türe gestellt? Wir müssen es unbedingt mit euch öffnen und gucken, was da drin ist. Holen wir es rein. Wir wissen leider nicht, wer diese Schatzkiste vor unserer Haustür abgestellt hat. Aber ich will unbedingt wissen, was in der Schatzkiste drin ist. Ich auch, aber die ist aber richtig leicht. Guck mal, ich kann die hochheben alleine. Aber ist auf jeden Fall was drin. Wir müssen sie unbedingt mit euch zusammen öffnen. Dann verschwenden wir keine Zeit und öffnen sie mit euch in 3, 2, 1. Wow! Guckt es euch an, Cocomelons! Das kann doch nicht sein. 2 Stück auch noch. Guckt sie euch an, das ist das echte Cocomelon-Plüschtier. Ihr seht es doch, es ist genau die Melone, wie wir es gesehen haben. Hört ihr das? Was ist gerade passiert? Hast du das wirklich gehört? Ich habe hier einfach drauf gedrückt und dann kam ein Ton. Soll ich nochmal drücken? Ja! Wie cool ist das denn, die echte Cocomelon? Ich liebe Cocomelon. Apropos die echte Cocomelon, die ist immer noch da draußen. Wir müssen mit unserer Drohne sie weiter überwachen. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Wir müssen auf jeden Fall Cocomelon weiterfliegen, jetzt wo wir diese Kissen haben. Die war einfach als Geschenk für uns da. Das heißt, wir retten auf jeden Fall in dieser Folge Cocomelon. Und Cocomelon ist immer noch da. Ihr könnt es hören. Mann, ist das cool. Cocomelon einfach bei uns zu Hause. Er ist einfach gegen die Wand gelaufen, zum zweiten Mal. Hatte er vielleicht Tung 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 Sahur gesehen in der Nähe? Wir müssen jetzt das Gebiet abfliegen mit der Drohne. Ich habe Tung 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 Sahur nicht gesehen, aber vielleicht hat Cocomelon Tung 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 Sahur gesehen. Und warum setzt er sich jetzt einfach auf den Boden? Ich weiß es nicht, vielleicht müssen wir ihm diese Kissen bringen. Vielleicht, oh nein, nein! Leute, könnt ihr das sehen? Cocomelon heult einfach, er weint. Wieso weint jetzt Cocomelon? Cocomelon ist doch eigentlich immer glücklich. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da. Wir dürfen nicht sehen, dass Cocomelon weint. Und jetzt kippt er sogar um. Er ist einfach umgefallen. Obwohl er doch hier so nett aussieht und so lächelt. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Ihr müsst das Video bitte bis zum Schluss angucken mit uns. Warum liegt denn Cocomelon immer noch auf dem Boden? Was ist, wenn jetzt Tung 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 Sahur kommt? Nur du da draußen kannst Cocomelon jetzt retten. Du kannst Cocomelon retten. Dein Lieblings-Cocomelon. Leute, steht auf. Cocomelon, steh auf. Bitte, bitte. Ihr habt es geschafft. Ihr habt so viele Likes dagelassen, dass Cocomelon jetzt aufgestanden ist. Er ist wirklich aufgestanden. Danke da draußen. Danke, dass du dieses Video schaust und Cocomelon liebst. Pass auf die Drohne. Er läuft genau auf die Drohne zu. Was will der von uns? Ich weiß es nicht. Hat er uns entdeckt? Will er vielleicht seine Kisten zurück? Nein, der hat die uns doch geschenkt. Aber wer hat sie uns geschenkt? Wir wissen nicht mal, wer die Kiste gebracht hat. Ach stimmt, die Kiste lag einfach so vor der Türe. Aber es kann nur Cocomelon gewesen sein, wenn Cocomelon drin ist. Es kann nicht Cocomelon gewesen sein, weil Cocomelon hier ist und wir haben ihn noch mit der Drohne die ganze Zeit gesehen. Wer hat uns vorhin angerufen? Baby JJ. Baby JJ war's! Baby JJ hat uns diese Cocomelon-Kissen gebracht. Zu 100%. Erst ruft er uns an, dann kam er zu uns und hat uns diese Schatzkiste gebracht. Wenn du auch glaubst, dass Baby JJ uns diese Kissen gebracht hat, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Abonnieren ist komplett umsonst. Einfach draufklicken, ein Abo dalassen bei Camen und Flexi. Und schaut es euch an, Cocomelon legt sich wieder auf das Sofa. Cocomelon liebt das Sofa. Die Frage ist, ruht er sich aus oder schläft er jetzt gleich ein auf dem Sofa? Oder heult er mit seinem Gesicht in Kisten? Nein, aber warum denn? Tung 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 Sahur habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Habt ihr ihn gesehen? Hast du ihn gesehen?
sein. Vielleicht hat wirklich Cocomelon Tung 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 Sahur besiegt. Eben, und er kommt nicht mehr, weil er keine Lust mehr hat auf Cocomelon, weil Cocomelon zu stark ist. Ey, das ist so cool. Wir bleiben auf jeden Fall mit der Drohne für euch dran und wir werden weiterhin Cocomelon beobachten. Warte, er ist aufgestanden vom Sofa. Irgendwas hat er vor. Oh mein Gott, der hat irgendwie so einen riesengroßen Rasenmäher in der Hand. Was hat er denn damit vor? Will er das ganze Gras da schneiden? Der wird ja bis morgen früh nicht fertig. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er das jetzt wieder losgelassen und läuft wohin? Dachte ich mir, weil er wird heute sowieso nicht fertig damit. Er geht zu dem Baum? Was macht er da? Ich habe keine Ahnung. Er schüttelt den Baum? Wieso schüttelt er den Baum? Denkt er, da fallen Äpfel runter? Ach, ein Kirschbaum. Da fallen die Kirschen runter und dann kann man die Kirschen essen. Er hat wieder die Lust verloren. Er läuft weiter zu diesem Häuschen, zu diesem weißen Container. Was ist das für ein Haus? Vielleicht wohnt er da. Da ist eine Türe. Die ist abgeschlossen. Er will rein. Aber die ist zu, Er kommt nicht rein. weil die abgesperrt ist. Was macht er denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Hat er denn keinen Schlüssel? Es gehört ihm wahrscheinlich gar nicht, dieses Gebäude. Ah, natürlich, weil er sich dort versteckt hat, wegen Tung 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 Sahur. Leute, und ich dachte die ganze Zeit, hier wohnt Cocomelon, aber Cocomelon ist ja abgehauen vor Tung 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 Sahur. Auf dem Feld wird doch die Melone nicht wohnen. Und was macht er jetzt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist wieder müde. Das kann doch nicht sein, nur weil er gerade irgendwie versucht hat, die Tür zu öffnen. Er reibt sich die Augen? Ist er wirklich müde? Er reibt sich die Augen, so mache ich auch immer, wenn ich müde bin. Oder hat er vielleicht die Drohne gesehen, weil er genau nach oben schaut jetzt? Das kann auch sein. Natürlich hat er vielleicht auch unsere Drohne entdeckt. Natürlich, er ist genau über uns. Okay, was machen wir? Ich fliege mal ein bisschen näher. Vielleicht können wir dann ein bisschen besseren Blick sehen, was er macht. Hey, Cocomelon! Er freut sich, er winkt uns. Oh mein Gott, er freut uns zu sehen! Er hat uns entdeckt. Hallo, wie geht's dir? Cocomelon! Er hat uns wirklich entdeckt. Ja, er lag ja so da. Natürlich muss er die Drohne gesehen haben. Wir waren ja natürlich genau über ihm mit der Drohne. Und jetzt pass auf, Leute, er ist wieder fit, er steht wieder auf und ist voller Energie. Vielleicht kommt er jetzt zu uns nach Hause. Aus diesem Grund schaut das Video bis zum Ende. Das wäre doch cool, dann könnten wir hier eine Cocomelon-Party feiern. Mit ganz vielen Wassermelonen. Und Cocomelon natürlich. Pass auf! Was macht er? Okay, er setzt sich wieder hin. Er setzt sich wieder hin. Ich weiß. Er kommt gar nicht zu uns. Er macht wieder ein Päuschen. Oder hat er vielleicht jetzt Tung 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 Sahur gesehen? Und fällt euch was auf? Seine Füße und seine Arme sind einfach weg. Hä? Was macht er jetzt? Jetzt steht er richtig auf. Und seine Arme kommen wieder zurück. Oh mein Gott, jetzt kommt zu uns. Vielleicht kommt er jetzt wirklich zu uns. Wie cool ist das denn? Cocomelon kann einfach Arme und Beine wachsen lassen. Ja, und dann passiert's. Wie sieht er aus? Wie eine ganze Melone. Es ist echt Ohne so. Beine und Arme, einfach nur eine Melone. Ich finde das richtig cool. Ich liebe Cocomelon. Er läuft ja wirklich zu uns. Du hast komplett recht. Er läuft an seinem Lieblingssofa vorbei. Das bedeutet, er läuft genau rückwärts, einfach zurück da, wo er reingegangen ist. Und das bedeutet auch, dass ihr Cocomelon jetzt live sehen werdet, wenn er hier bei uns zu Hause ankommt. Und das Gute ist, das bedeutet, Tung 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 Sahur ist einfach weg und verschwunden. Cocomelon hat ihn besiegt. Dank eurer Hilfe, weil ihr so fleißig Likes auf dieses Video gegeben habt und abonniert habt. Ich liebe Cocomelon. Ich liebe Cocomelon auch. Das ist einfach die tollste und süßeste Wassermelone auf der Welt. Er ist fast bei dem Ausgang, siehst du es? Nur noch ein paar Schritte und dann nach links. Und dann ist da der Ausgang. Er macht aber gerade eine kleine Pause. Er ist wahrscheinlich wieder müde und erschöpft. Warum denn? Weil die Sonne so scheint. Mach doch jetzt wieder Oh nein, die Melone. Schaut ab, Leute, habt ihr das gesehen? Cocomelon hat gerade wieder Tung 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 Sahur besiegt. Wo kam denn jetzt Tung 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 Sahur auf einmal her? Aus dem Nichts. Auf jeden Fall hat Cocomelon Tung 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 Sahur in die Flucht geschlagen. Ich hoffe jetzt, er muss unbedingt abhauen jetzt. Er muss raus da. Raus, wenn er abhaut, dann hat er es geschafft, dann ist er endlich bei uns. Weil jetzt merken wir, Tung 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 Sahur ist die ganze Zeit dort gewesen in diesem Gebiet. Und hat ihn heimlich beobachtet, die süße Cocomelon. Er läuft durch die Türe. Ich glaube, er hat es geschafft. Er ist draußen. Ist er frei? Er ist frei. Denkst du wirklich? Tung 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 Sahur ist Warte, weg. er ist noch nicht sicher. Cocomelon ist sich noch nicht ganz sicher. Jetzt! Er freut sich. Er ist frei!